Go. Hi. Ein Golden Retriever und ein 7 Monate altes Baby entwickelten eine so unglaubliche Bindung, dass ihre ganze Familie sprachlos war. Diese sanfte Geschichte wird euren Glauben an bedingungslose Freundschaft wiederherstellen. Als Maya zum ersten Mal die kleine Lena traf, hätte niemand vorhersagen können, was als nächstes passieren würde. Aber was diese beiden zusammen machten, veränderte alles, was die Familie Weber über das gemeinsame Aufwachsen zu wissen glaubte. Vor 7 Monaten war Maya nur ein 10 Wochen alter Golden Retriever-Welpe, als die Familie Weber sie nach Hause brachte, um Baby Lena zu treffen. Mayas erste Reaktion war pure Neugier, dieser Blick voller Staunen wie: Was ist dieses winzige, faszinierende Ding? Aber sie hatten keine Ahnung, dass sie dabei waren, etwas wirklich Besonderes zu erleben. Als sie Maya nach Hause brachten, nannten sie es die Flitterwochenphase. Diese 2 kleinen Babys saßen zusammen, streichelten sich gegenseitig, lernten sich kennen. Die Familie liebte die Idee, dass sie ähnlich alt waren und schauten einfach zu, wie sie zusammen aufwuchsen, fast als würde sich eine Geschwisterbeziehung direkt vor ihren Augen bilden. Aber was die Familie nicht erkannte, war, dass Maya bereits jede Bewegung von Lena studierte, ihre Muster lernte, ihre Bedürfnisse auf eine Art verstand, die bald alle erstaunen würde, die es miterlebten. Hi. Bye bye. Bye. Wenn ihr herzerwärmende Geschichten schätzt, die die meisten Menschen nie miterleben dürfen, solltet ihr jetzt vielleicht den Abonnieren-Button drücken. Was ich euch gleich zeigen werde, ist so unglaublich, dass manche Leute denken, es ist zu schön, um wahr zu sein. Maya lernte schnell etwas, das die ganze Familie erstaunte. Sie fand heraus, welchen Vorteil es hatte, neben Lenas Hochstuhl zu sitzen, und Maya wusste genau, wann sie ihren Snackbecher in der Hand hatte. Was als nächstes passierte, war pure Magie. Lena fütterte sie durch das Gitter. Nicht zufällig, absichtlich. Diese beiden hatten ihr eigenes Teilensystem entwickelt, das die meisten Erwachsenen nicht so gut hinbekommen hätten. Sie lernten, wie man auf die natürlichste Art teilt, und die Familie erkannte, dass es eine Bindung war, die nur sie hatten und die niemand sonst jemals verstehen würde. Die Familie Weber begann diese Momente zu dokumentieren, weil sie nicht glauben konnten, was sie sahen. Jede Interaktion schien ihre Verbindung noch mehr zu stärken. Wenn es euer Herz zum Schmelzen bringt, diese 2 Babys kommunizieren zu sehen, drückt den Daumen-hoch-Button, denn was als nächstes kommt, wird euch absolut umhauen. Aber hier wurde es richtig unglaublich. Maya entwickelte eine Morgenroutine, die man gesehen haben musste, um sie zu glauben. Sie musste jeden einzelnen Tag die erste sein, die Lena Aufmerksamkeit schenkte. Maya begann, ihre sanfte Schnauze nah an Lenas Bettchen zu legen und die sanftesten Geräusche zu machen, als würde sie sagen: »Guten Morgen, beste Freundin.« Die Bettchensache begann als eine dieser natürlichen Entwicklungen, aber sie liebten es absolut, dort zusammen zu spielen. Die Familie fand sie beide einfach zufrieden abhängen, als wäre das Normalste auf der Welt. Was alle am meisten erstaunte, war, wie Maya zu verstehen schien, wann Lena Trost brauchte versus wann sie spielen wollte. Es war, als könnte sie Lenas Gefühle besser lesen als jeder andere in der Familie. Sie unterhielten sich ständig miteinander, die Familie hörte sie ganze Gespräche führen, Lenas Geplapper vermischt mit Mayas sanften Wuffs und liebevollen Winseln. Niemand wusste jemals, was sie zueinander sagten, aber die Kommunikation war unbestreitbar. Habt ihr jemals 2 Babys gesehen, die ihre eigene Geheimsprache entwickeln? Schreibt mir in die Kommentare, was ihr denkt, was sie zueinander sagen. Das Leben mit diesen beiden wurde zur ständigen Komödie. Sie stellten ständig zusammen etwas an. Das wurde zum Namen des Spiels im Weber-Haushalt. Das eine, was die Familie wirklich verrückt machte, war Lenas Obsession mit Mayas Wassernapf. Sie krabberte direkt dahin und Maya saß einfach da und schaute zu, als wäre das völlig akzeptables Verhalten. Lena ging sogar in Mayas Bett. Sie krabbelte direkt da rein und machte es sich gemütlich, und Maya rückte einfach zur Seite, um Platz zu machen. Sie hatten diesen unglaublichen Respekt füreinander gelernt, während sie gleichzeitig absolut alles teilten. Die Nachbarn begannen über diese ungewöhnliche Freundschaft zu reden. Frau Schmidt von nebenan brachte ihren Morgenkaffee ans Fenster, nur um Majas und Lenas tägliche Abenteuer im Hinterhof zu beobachten. Go.
Ihre Tage bestanden daraus, einfach im Haus herumzuspielen und draußen zusammenzuspielen. Maya folgte Lena überall hin und sie hatten beide gelernt, wie man sanft miteinander umgeht, auf eine Art, die die Familie erstaunte. Teilt das mit jemandem, der sehen muss, wie echte Freundschaft aussieht, wenn sie natürlich wächst. Dann kam der Moment, der bewies, wie tief ihre Verbindung wirklich war. Lena hatte einen dieser schwierigen Tage, die alle Babys haben. Sie weinte untröstlich während ihres Nachmittagsschlafs und nichts, was die Familie versuchte, funktionierte. Maya, ohne jede Aufforderung von jemandem, ging zu Lenas Bettchen und begann die sanftesten, tröstendsten Geräusche zu machen. Innerhalb von Minuten hatte sich Lena komplett beruhigt. Sie griff durch die Gitterstäbe und packte Mayas goldenes Fell. Und beide schliefen genau dort ein. Lena in ihrem Bettchen, Maya zusammengerollt auf dem Boden neben ihr. Das wurde ihre neue Mittagsschlafroutine. Jeden Nachmittag positionierte sich Maya neben Lenas Bettchen wie ein pelziger Schutzengel und sorgte dafür, dass sich ihre beste Freundin sicher und beschützt fühlte. Was denkt ihr, bedeutet es, wenn sich zwei Babys verschiedener Arten als beste Freunde wählen? Aber hier wird diese Geschichte kontrovers und ich möchte, dass ihr beide Seiten hört. Manche Experten sagen, was wir bei Maya und Lena sehen, ist pure Wissenschaft. Dr. Michael Weber argumentiert, dass Golden Retriever evolutionär programmiert sind, menschliche Säuglingssignale zu lesen. Das ist keine Magie, das ist Überlebensinstinkt. Aber andere Forscher sind völlig anderer Meinung. Dr. Sarah Klein glaubt, wir erleben etwas Tieferes. Ich sehe eine echte emotionale Verbindung, die über Instinkt hinausgeht. Dieser Golden Retriever trifft bewusste Entscheidungen zu trösten und zu beschützen. Also, welche Seite hat recht? Uralte Programmierung oder wahre Freundschaft? Als Wochen zu Monaten wurden, wurde ihre Bindung stärker. Maya läuft und plappert mehr, zeigt der Familie, wie viel Spaß noch bevorsteht. Aber hier ist das, was die Menschen spaltet. Wenn Lena weint und Maya angerannt kommt, ist das trainierte Reaktion oder echte Empathie? Wenn Maya Lena während der Mittagspausen beschützt, folgt sie Rudelinstinkten oder wählt sie zu lieben? Die Familie Weber hat keinen Zweifel. Maya trifft bewusste Entscheidungen, Lenas Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen, sagt Lenas Mutter. Das ist Freundschaft. Kritiker argumentieren, die Familie projiziert menschliche Gefühle auf normales Hundeverhalten. Wir wollen glauben, dass unsere Haustiere uns so lieben, wie wir sie lieben, sagt Dr. Klaus Wagner. Aber Hunden menschliche Motivationen zuzuschreiben, kann irreführend sein. Doch Unterstützer weisen auf Momente hin, die jede Erklärung trotzen. Warum tröstet Maya nur Lena und ignoriert andere weinende Babys?